Der Sturm, inklusive Regen, hat Ausmaße angenommen. Hallo Freunde der Sonne, ich bin Rhino on the Road und ich fahre mit meinem Elektromotorrad und eigener Solaranlage von Deutschland nach Bangladesch. Das Ziel ist es, Asien mit ausschließlich erneuerbar erzeugter Energie zu erreichen. Begleitet werde ich von Solovino, der mir bei meiner ersten Motorradreise in Mexiko als Welpe zugelaufen ist. Heute ist Tag 103 unserer Weltreise und wir sind im Südwesten von Spanien. In der letzten Episode hat mich der Regen mal wieder erwischt. Dadurch bin ich Unter der Plane und halte sie, weil ja, alle meine Sachen hier drunter gerade sind. Der Rucksack und so. Besser, er wird nicht nass. Und ich habe auch keinen Bock mehr auf nass. Aber das wird noch ein bisschen nass bleiben, glaube ich. Ich hoffe, dem Motorrad geht's gut. Vor allem dem Generator. Der sollte eigentlich nicht nass werden. Sobald es durch ist, muss ich mal gucken. Tonight I'm going on a road trip. I'm packing my bags, I feel so good. Alles ist nass. This place that's called love. Where people Also, mach das mal besser nicht zu Hause nach. I'm ready for a change. I'm packing my bag cause it's no game. The love road, it better be empty. Cause I'm gonna tell us the limit. Ich riskier's. On the road to love, I saw a rhino. It would knock it up, so I hugged the Wouldn't have to go, wouldn't have to go. There's a rhino on the road. There's a rhino on the road. Ja, der Regen hat jetzt ein bisschen nachgelassen, aber der Weg vor meinem Zelt oder vor meinem Camp hat sich zu einem Fluss entwickelt. Ich bin echt gespannt, wie es dem Generator geht. Hier drin ist alles, naja, mehr oder weniger nass oder trocken geblieben. Aber ich habe keinen wirklich trockenen Pulli mehr. Das ist ein bisschen nervig. Ja, also nachdem es hier einfach nicht aufhört zu regnen, ich in einer riesengroßen Wolke drin steckt, die Hälfte von Spanien irgendwie regnen lässt, ziehe ich jetzt doch nochmal in dieses kleine Teil, Hütchen, Kabuff, gehört wahrscheinlich zu der Kapelle hier. Und ja, werden wahrscheinlich auch einen Tag länger hier bleiben als geplant, weil es hat jetzt in 4 Stunden irgendwie 3% geladen. Alles ist nass. Der Weg ist echt Fluss. Der gesamte Tag dreht sich so ein bisschen um den Regen. Zum Glück habe ich jetzt mal die Kaffeemaschine schon hier ins neue Lager eingeladen. Als ich gerade Feuerholz holen wollte, hat es wieder angefangen. Ja. So, diesen Stock da hinten habe ich schon vom Motorrad, das ist irgendwo ganz da hinten, in der letzten Regenpause bis dahin gezogen. Dann hat es krass angefangen zu regnen. Ich habe einfach liegen gelassen, habe mich untergestellt
Jetzt ist wieder so eine kleine Regenpause, deswegen werde ich ihn jetzt mal hier bis vor die Treppen bringen und dann einmal in der Mitte durchsägen, weil es ein bisschen zu schwer, den da hochzuzerren. Ist halt super nass gezogen, vollgezogen mit Wasser und das wird sehr fraglich, ob ich es zum Brennen kriege. Drückt mir die Daumen. Wenn, dann habe ich auf jeden Fall ein Feuer und mir wird warm und vielleicht kann ich ein paar Sachen trocknen. That's the plan. Wow, die Sonne lässt sich blicken. Mal schauen, wie viel sie jetzt gerade lädt. Da war gestern kein Wasser drin. Der Poncho ist weggeflogen. Gar nicht gut. Das verdeckt die Zelle auch nicht gut. 400 Watt kommen gerade rein. Das passt. Der Sturm ist schon echt heftig geworden. Ich soll jetzt mal den längeren Spanngurt holen, dass ich das Teil da hinten festmachen kann. Dass die Solarzellen so ein bisschen verlegt. Dass, wenn das Motorrad umfällt durch den Wind, es nicht auf die Zellen fällt. Ja, danke nochmal an Mario. Es gab bis jetzt noch keinen Tag, an dem das Motorrad nicht umgefallen ist, an dem ich gefahren bin. Diese Sturzbügel sind sehr, 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 sehr wertvoll. Also, macht das mal besser nicht zu Hause nach. Ein Feuer in einem Raum, schlimm genug. Bei nassem Holz, der Rauch, ich glaube, es wird furchtbar. Die Fenster und die Tür, das ist ganz gut geschnitten, es kann abziehen, ich werde es versuchen. Boden ist ziemlich nass, teilweise 1 Zentimeter hohes Wasser. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, das Feuer einfach drin zu machen. Dann bin ich wenigstens, also geht das Feuer nicht direkt aus, wenn kurz mal Regen kommt. Der nämlich ziemlich heftig kommt, wenn er kommt. Ja, ein bisschen Sorgen um die Fliesen mache ich mir. Ich finde leider in der Umgebung nichts Verwertbares, womit ich eine Feuerstelle machen könnte. Und da ich nicht so richtig weiß, wofür dieser Raum gut ist, ich riskiere es. Das Feuer fängt langsam an, aber der Rauch ist schon noch krass. Das nenne ich mal eine erfolgreiche Feuerverlagerung. Und die Sonne schaut auch nochmal vorbei. Reicht auf jeden Fall zum Kochen. Fazit: Feuer drin, einfach keine gute Idee. Nächste Regenwelle kommt. Das Feuer läuft. Ich hoffe, es hält stand. Der Wind spielt dem Ganzen ein bisschen in die Karten. Ich habe es so gebaut, dass er gut unten rein kann und das Feuer weiter anheizt. Schauen wir mal, was nach dem Schauer passiert. Vielleicht kann ich da mal was zu essen draufstellen. Ja, trotz Regen noch am Brennen. Der Regen und die Sonne, das müsste doch ein Regenbogen sein.
finde ich jedes Mal so faszinierend, dass es unter den Regenbogen so hell ist. Obwohl da eigentlich Wolken kommen. Hi, ich bin heute mal aufgewacht. Ah, da scheint die Sonne. Einmal das Feuer wieder angeschmissen, den Strom, die Anlage angesteckt und jetzt erstmal Pancakes. Ja, wie nur ist Sonne, ne? Morgen, Leute. Ich suche jetzt schon seit mehreren Monaten vergeblich nach einer gusseisernen Pfanne. Ich hatte bei meinen letzten Reisen immer eine dabei und das ist echt brillant auf dem Feuer. Einerseits hygienisch, andererseits einfach vom Geschmack. Es schmeckt so geil. Und es ist echt nicht möglich, hier welche zu finden, beziehungsweise die in der richtigen Größe oder ja, einfach überhaupt welche zu finden. Also die einzigen, die ich gefunden habe, waren einfach alle viel zu riesig. Deswegen habe ich mir jetzt gestern so eine Billigpfanne gekauft, einfach, dass ich meine Pancakes machen kann. Hat irgendwie 3 Euro gekostet, die wird nicht lange durchhalten. Ich freue mich jetzt trotzdem schon auf die Pancakes. Da jetzt aber auch feststellt, dass ich wieder über den Sommer ein paar Monate nach Deutschland komme, nochmal Familie besuchen und ein bisschen arbeiten, bevor es dann Richtung Osten weitergeht. Hier einmal die Frage, ob jemand vielleicht zu Hause eine gusseiserne Pfanne mit ungefähr 20 cm Durchmesser hat. Gerne ein bisschen kleiner, maximal ein bisschen größer, die ihr nicht mehr braucht. Weil auch in Deutschland ist es nicht leicht, neue gusseiserne Pfannen zu kriegen. Sagt mir gerne mal Bescheid, dann lässt sich da vielleicht was einrichten. Ich genieße jetzt mal meine Pancakes in der Sonne. Heute geht's weiter. Nicht ganz zur Höhle. Hab eine günstige Unterkunft gefunden, wo ich jetzt nochmal duschen werde. Ein paar Sachen hochladen. Es ist jetzt 10:30. Motorrad lädt seit einer halben Stunde. Ich habe gestern Abend den Generator noch ans Motorrad gebracht. Laut Wetterbericht war direkt nach Sonnenaufgang schon gutes Wetter. Ich wollte aber nicht so früh aufstehen, deswegen habe ich den gestern Nacht noch angeschlossen. Hatte aber jetzt tatsächlich seit Sonnenaufgang bis 10, als ich es gecheckt habe, nur 10% in die Powerstation geladen. Und das kann auch daran liegen, dass ich die Solarzellen wegen dem Sturm hingelegt habe. Da sind sie immer ein bisschen ineffizienter. Deswegen werde ich jetzt nach dem Frühstück
die mal aufstellen, auch dass die Taschen wieder trocknen können, so dass ich einfach gleich weniger Gewicht habe, wenn ich los war. Ich denke 2, 3, ja, lass es 4 Stunden sein, die ich jetzt noch hier bin. Dann fahre ich 60, 70 Kilometer zu dem Hostel, das ich da gefunden habe. Und stecke mich dann morgen Vormittag nochmal für die nächsten 3 Tage in der Höhle ein, weil es wieder regnen wird. Deswegen. Hey. Nur ein Alien. Okay. Hey! Stay. Das sind komische Geräusche. Da ist Schokolade drauf, das kriegst du nicht. Jetzt heißt es endlich Sachen packen. Und los geht's, in Richtung Höhle. Diese Reise ist mehr als nur Kilometer. Sie ist ein Experiment, ein Traum und ein Weg. Ab jetzt hat sie auch ein Zuhause. Du hast eine Idee, wie wir die Folgen noch besser machen können? Hinterlasse gerne einen Kommentar unter diesem Video oder schreib mir eine Nachricht über die anderen Social Media Kanäle oder die Homepage rhinoontheroad.com.